Forrester zeigt, dass fast 90% aller B2B-Käufer generative KI heute als eine ihrer primären Informationsquellen nutzen. Im Technologie- und Softwaresektor sagen mehr als die Hälfte der Entscheider, dass KI-Assistenten wie ChatGPT und Copilot ihre wichtigste Quelle für Vendor Discovery sind. Die entscheidende Veränderung ist, dass die erste Vorauswahl von Anbietern heute in KI-Systemen stattfindet. Wenn Unternehmen in diesen KI-gestützten Entscheidungsprozessen nicht vorkommen, dann existieren sie schlichtweg nicht. Genau darum geht es in dieser Folge. Um ein mentales Modell, das erklärt, warum KI manche Anbieter empfiehlt und andere nicht. Viel Spaß! Wo B2B-Entscheidungen heute beginnen. Bis vor kurzem begann B2B-Orientierung als menschlicher Prozess. Klassische Recherche, irgendwelche Artikel, Empfehlungen, erste Gespräche. Die Vorauswahl entstand über viele Kontaktpunkte. Das hat sich verschoben. Orientierung, Einordnung und Vorauswahl finden heute zunehmend in KI-Systemen statt. KI-Assistenten übernehmen frühe Entscheidungsarbeit. Sie übersetzen vage Anforderungen in konkrete Kriterien, grenzen den Markt ein und bereiten eine Auswahl vor, die intern erklär- und verteidigbar ist, bevor ein Anbieter jemals aktiv wahrgenommen oder kontaktiert wurde. Um das etwas greifbarer zu machen, ein Einblick aus unserem Alltag, was wir merken in den Gesprächen ist, da werden Briefings, interne Anforderungen in ChatGPT hochgeladen und verwendet, um dann zum richtigen Partner zu finden oder eben diese Vorauswahl, dieses Candidate Set zu bauen. Und auch spannend, mittlerweile ist es so, dass zwischen 25% und 30% der Anfragen bei uns über so etwas wie ChatGPT, Gemini oder Copilot kommen. Für Käufer heißt das, Gespräche beginnen tendenziell später, vorbereiteter und dann aber auch vergleichender. Für Unternehmen heißt es etwas anderes. Die Phase der Vorselektion passiert eben in KI-Assistenten. Damit wird eine Frage natürlich strategisch absolut entscheidend. Nach welchen Kriterien kommen KI-Systeme im B2B eigentlich zu dieser Vorauswahl? Wie ordnen sie Anbieter ein, wenn Produkte und Leistungen hochkomplex sind und Anforderungen unvollständig formuliert werden? Um das zu verstehen, reicht es nicht, jetzt einzelne Maßnahmen zu betrachten. Es braucht eine Denkstruktur, die beschreibt, wie KI-Systeme im B2B tatsächlich zu Entscheidungen kommen. Die 4 Entscheidungsschichten. Wenn KI-Systeme im B2B Anbieter vorselektieren, tun sie das nicht in einem Schritt, sondern entlang 4 aufeinander aufbauender Entscheidungsschichten. Jede dieser Schichten entscheidet, ob ein Anbieter weiter berücksichtigt wird, also es in die nächste Runde schafft. Schicht Nummer 1, Verstehbarkeit. Die erste Frage ist banal und gleichzeitig fundamental. Versteht der KI-Assistent überhaupt, was dieses Unternehmen anbietet? Was ist das Leistungsversprechen? Für wen ist es relevant? In welchem Kontext wird es eingesetzt? Mit welchen Einschränkungen? Das hat unsere Director of AI Search, Marlies, schon vor vielen Jahren gesagt. Die hat immer gesagt, hey, erklärt auf eurer Webseite einfach, was ihr macht und für wen ihr die Richtigen seid. Und genau darum geht's. In dieser Schicht entsteht natürlich noch kein Wettbewerb. Hier wird lediglich entschieden, ob ein Anbieter überhaupt als sinnvoller Kandidat erscheint und es weiter schaffen darf. Schicht Nummer 2, Passung und Kontext. Ist ein Anbieter grundsätzlich verstanden, folgt die Frage nach der Passung im spezifischen Kontext. Also nicht generisch, sondern situativ durch die Konversation selbst, die Historie, die dieser User in diesem KI-Assistenten schon hat und vielleicht irgendwelche Anbindungen wie Gmail, was auch immer, eben sonstige Quellen. Passt dieses Angebot zur konkreten Ausgangslage, zu dieser Branche, dieser Unternehmensgröße, diesem Problemtyp? Entscheidend ist, ob ein Anbieter für eine spezifische Situation plausibel wirkt. Diese Schicht filtert nicht nach besser oder schlechter, sondern wiederum nach Relevanz. Schicht Nummer 3, Begründbarkeit. Nachdem ein Anbieter verstanden ist und grundsätzlich mal zur Situation passt, entscheidet sich,
ob er auf die Shortlist kommt. Hier geht es um Argumente. Wofür genau steht dieser Anbieter? Also was ist die Besonderheit? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Worin unterscheidet es sich von Alternativen? Und ist das Unterscheidungsmerkmal etwas, das genau für unsere Anforderungen passt? Welche Gründe sprechen für ihn? KI-Systeme bevorzugen hier einfach Anbieter, deren Stärken eindeutig auf der Webseite formuliert sind, aber auch abseits der Webseite in der digitalen Präsenz. Schicht 4. Vertrauen und Risiko. Ist eine Empfehlung fachlich begründbar, folgt letztlich die Frage, ist sie auch vertretbar? Ist der Anbieter als kompetent und glaubwürdig digital wahrnehmbar? Gibt es externe Bestätigung für die Claims? Taucht der Anbieter in Fachmedien und Branchenpublikationen auf? Gibt es Referenzen und Bewertungen? Jetzt, wo wir die 4 Schichten definiert haben, wollen wir verstehen, welche Signale auf die einzelnen Schichten einzahlen und was dabei Grundvoraussetzungen sind versus tatsächliche Differenzierungshebel. Die 4 Entscheidungsschichten helfen nämlich auch sichtbar zu machen, mit welchen Signalen welche Schichten arbeiten und wo Wachstumshebel bestehen. Schicht 1 und 2 sind die Eintrittsvoraussetzungen. In den ersten beiden Schichten geht es einfach eigentlich um Einordnung. Hier wirken vor allem Signale wie klare und reichhaltige Beschreibung des Leistungsangebots auf der Webseite, explizite Einsatzszenarien und typische Use Cases, klare Abgrenzung, wofür ein Anbieter geeignet ist und wofür nicht. Das kann in vielen Dimensionen sein, aber auch zum Beispiel der Preis und Zuordnung zu Branchen, Unternehmensgrößen und Problemtypen. Wichtig dabei, diese Signale schaffen keinen Vorsprung, keinen Wettbewerbsvorteil. Sie verhindern lediglich, dass ein Anbieter früh aussortiert wird. Ein Großteil der heute diskutierten Maßnahmen rund um KI-Sichtbarkeit, Generative Engine Optimization oder Answer Engine Optimization wirkt genau hier. Sie sind notwendig, aber nicht differenzierend. Schicht 3, Begründbarkeit. Hier beginnt dann die Auswahl. In der dritten Schicht verschiebt sich die Funktion der Signale. Jetzt geht es nicht mehr um reine Einordnung oder Relevanz, sondern um Argumentation. Hier wirken jetzt Signale wie klar formulierte Alleinstellungsmerkmale, vergleichende Inhalte, die Unterschiede zu Alternativen sichtbar machen. Ganz wichtig. Case Studies und Referenzen, die konkrete Problemlösungsbezüge zeigen und Spezialisierungen und Schwerpunkte. Idealerweise natürlich auch wieder, wie immer, extern validiert. Sie erlauben es, den Anbieter in eine Shortlist zu überführen und gegenüber Alternativen zu begründen. Und dann kommen wir zur letzten Schicht, Vertrauen und Risiko. Das ist aus meiner Sicht, oder wie man darüber denken sollte, ist das die Absicherung der Empfehlung. In der vierten Schicht geht es nicht mehr eben um Argumente oder Einordnung, sondern um Validierung. Hier wirken Signale wie Expertenbeiträge auf Drittseiten, Erwähnungen in Fachartikeln, Branchenmedien und Publikationen, externe Erfahrungsberichte und Bewertungen, jegliche öffentlich zitierte Expertise, ganz klassisch Drittseiten zitieren irgendwelche deiner Daten oder Statistiken, am Ende des Tages einfach wiederkehrende Nennung in fachlichen Kontexten außerhalb der eigenen Website. Essentiell dabei, viele Unternehmen investieren den Großteil ihrer Energie in Signale aus Schicht 1 und 2, also irgendwelche Content-Optimierungen und so weiter. Und das ist auch einwandfrei, wenn es dort aktuell scheitert, aber wo dann wirklich die Wettbewerbsvorteile entstehen ist oder die eigentliche Differenzierung ist fast ausschließlich in Schicht 3 und 4. Und die eigentliche strategische Frage ist, wenn man das Modell der 4 Entscheidungsschichten einmal verstanden hat, verändert sich der Blick auf das Thema KI-Suche, Generative Engine Optimization, Answer Engine Optimization grundlegend. Es geht nicht mehr um einzelne Maßnahmen und Taktiken und Tricks. Es geht nicht mehr um Sichtbarkeit als Selbstzweck, so viel wie möglich Traffic, und es geht auch nicht darum, überall gleichzeitig besser zu werden. Die zentrale Frage ist eine ganz andere. In welcher Schicht entlang der Customer Journey scheiden wir als Anbieter aus? Jede dieser Schichten
ist als eine Hürde zu betrachten. Wer sie nicht passiert, wird nicht weiter berücksichtigt. Und das unabhängig von, was man selber glaubt hinsichtlich Qualität, Erfahrung und Leistungsfähigkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.